Willkommen zurück bei Time Out Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Rupert Motorsport während der Dakar 2024 und berichten live aus dem Camp. Freitag, 12. Januar, traumhaftes Wetter und wir sind in Riyadh. Jetzt, das ganze Timing ist ein bisschen kompliziert, ich versuche es zu erklären. Wir sind gestern am Donnerstag von Jubaita nach Riyadh gefahren, das war eine irre lange Strecke, wir sind eigentlich den ganzen Tag gefahren, aufgestanden, fahren, dann haben wir gut Mittag gegessen bei einer Tankstelle, das war ein schönes Erlebnis, alle zusammen. Auf dem Bild seht ihr, dass auch Christian, Ursi und der Matti dabei waren, die stehen auch hier, die sollten eigentlich noch nicht hier sein. Sie haben sich entschieden, die Etappe gestern nicht zu fahren. Warum das so ist, das erfährt ihr am Samstag 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Weberwerke. Daher unbedingt vorbeischauen, Weberwerke bei YouTube. Das heißt, wir haben generell viel mehr Zeit, weil heute Freitag wäre dass die Classic zurückkommt. Und wir hätten einfach einen Tag für uns gehabt hier in Riyadh. Und morgen, Samstag, ist sowieso Rest Day. Das heißt, alle Teams haben Zeit, um sich auszuruhen, um zu waschen, zu reparieren und so weiter. Also morgen, Samstag, ist keine Etappe, da wird alles repariert und wieder auf Vordermann gebracht. Und dann kommt der zweite Teil der Dakar, nachher die nächste Woche. Jetzt die schnelle Dakar, die haben diese 48 Stunden Chronostage gehabt, die sind immer noch in Jubaita. Die Autos werden dann verladen von den Top-Teams, die das haben oder die das sich finanzieren können und werden dann hierher gefahren. Das heißt, die haben dann nicht den ganzen Tag oder ja, nicht alles vom Rest Day, sondern die kommen dann über Nacht. Und die Fahrer werden geflogen. Die steigen in Jubaita in eine Militärmaschine ein und die werden dann nach Riyadh geflogen. Daher, das Camp ist aktuell noch ziemlich leer, das wird sich jetzt aber heute im Verlauf des Tages ändern und dann kommt immer mehr dazu. Unser Ziel ist es heute, alles erledigen zu können, dass wirklich morgen alle einen Rest-Day haben und sich ein bisschen im Camp umschauen können oder einfach die Zeit genießen. Also erklär uns doch mal ein bisschen was über den Motor von diesem Mercedes. Das ist ein 14,6 Liter Motor, V8 Biturbo mit knapp 400 PS. Ist ein wenig an der Dieselpumpe ist ein wenig was gedreht, dass er mehr Leistung hat. Und der läuft. Und warum hast du jetzt heute geöffnet, die Motorhaube? Ja, wenn wir Zeit haben, dann können wir alles ein wenig checken, die ganzen Öle, Flüssigkeiten, schauen, ob irgendwas undicht ist. Mal durchschauen. This is called the African spanner. With this spanner, you can break anything and fix anything. Africa. Hey, what are you doing? What are you doing? Why are you being bad? So it's like the Swiss Army knife, but yeah, more heavy duty, yeah? More heavy duty. It has an additional benefit. If someone annoys you, go, oh! Whereas a Swiss Army knife, it's not nearly as nice as stabbing somebody, when a good hit on the head can get a beneficial result as opposed to death. Better than you, eh? So we have to weld it. Yeah, we have to weld. I don't think I'm going to get an invitation from Toyota to come join the engineering department. I think that's still in the future.
Also das Teil ist massiver Stahl, wo die Vorderachse hält, und das ist einfach komplett abgebrochen. Und jetzt wird das versucht gerade zu biegen und dann anzuschweißen. This trailing arm is held on by 2 bolts, this being the forward one and there being one further back there. As you can see, this one's loose. That one must have come loose as well and fallen out. The result of was the axle rotated backwards when we hit any obstacles, and then it tore off the metal here. If you look there, it tore the metal off. Stabilizer bar on the steering, when the axle, the differential, swung backwards, this dropped, and the result was the stabilizer caught in the sand at high speed, and it swung out and was hanging over here in a big long loop. The rescue guys yesterday put it under the wheel of the truck and have straightened it to the extent it is, but obviously it needs a lot more straightening than it has now. The way I got home last night was by driving this wedge into this hole here to hold this up here, and then by using this, these straps, I was able to tie this together. So there was no bolt here? There was no bolt here, it was completely broken off, the whole bracket was broken off. Yep. We drove 700 kilometers, and as we came to the very final speed bump at the entrance to the Bavak, it all fell apart and broke. We were really grateful. It was a long, long day. Crazy. 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 And what's the piece there, the bolt? So is it just from this? Yeah? That's my spare wedge. I always carry a long conical wedge like this. Okay. For lining up holes. It's just a useful tool. Sailors always use them. It's called a marlin spike. Okay. Yeah, so it's a useful thing. Yeah. So, we're going to weld on here. We're going to straighten and weld this on later today. Also da seht ihr das Teil, das Ja. abgebrochen ist, was dann wieder angeschweißt werden muss. Ist das für den Service-LKW? Ja, der rechte hintere Hydraulikdämpfer verliert Öl in Mengen. In Mengen? Mhm. Gut, haben wir einen dabei, hä? Wir haben einen dabei. Und der passt auch. Ich gehe davon aus, dass der passt. Wir nutzen den Tag auch zum Waschen. Wie lange wäschst du da? 10 Minuten? Ja, ungefähr. Eine Trommel, dann wird es nochmal mit Wasser durchgewaschen, mit klarem. Und dann kommt es in die Schleuder. Ja. Um da die richtige Wassertemperatur hinzukriegen, holen wir warmes Wasser von der Dusche und wird angereichert mit heißem Wasser vom Wasserkocher. Boah! Das ist Matze, seine Wäsche. Was ist das für dich? Große Baustelle oder kleine Baustelle? Ja, wenn alles aufgeht und alles passt, dann ist es eigentlich eine kleine. Da sind Dämpfer hier raus, sind unten 4 Schrauben, die Leitungen weg und das war's eigentlich. Okay. Das ist jetzt nur eben hier irgendwas abstützen, dass der Druck weg ist, dass man rausnehmen kann. Und wie kannst du die Leitung abdichten, abtrennen, wenn du die wegnimmst? Dass da nichts... Das muss schnell sein. Ah, okay. Lass mal was auf. Das ist jetzt für mich der wichtigste Mann. Der Matti versucht, das Pitpike wieder fit zu machen. Hast du schon eine Idee, was es sein könnte? Also, ich hoffe, es ist nichts Wildes. Weil wir haben auch keine Ersatzteile dabei, oder?
Vergaserdüsen hätten wir reichlich dabei. Okay, aber wenn die man sind es nicht. Nee. Wenn sie nicht mal zündet, wird es schwierig mit Düsen. Genau. Der Sepp ist gerade vorbeigekommen. Ist natürlich eine coole Alternative für ein Pitbike. Elektro-Motorrad, sage ich mal, Kleinmotorrad. Inside Dakar, da die sagen. Sven! Ah? Schau mal, das ist Inside Dakar. Ja, ich bin am Film. Ach, du bist der Kostner, echt. Das sagt halt das immer vor. Hallo! Hilfe! Hört uns jemand? Christian! Die Reparatur am Service-LKW vom Stoßdämpfer ist abgeschlossen. Jetzt kommt die Kontrolle, ob es auch dicht ist. Wir haben noch einen Schlauch wechseln müssen, der war auch undicht. Also das ganze Fahrzeug kann angehoben oder gesenkt werden. Oder gerade gestellt, auch noch angenehm, wenn man schlafen will. Haben wir einmal gebraucht. Zündspule defekt und die haben wir von einem anderen Pitbike, welches ein anderes Problem hat und nicht mehr fährt, bekommen und jetzt umgebaut und jetzt machen wir noch schön. Das ist nur Test, ob es das gewesen ist, das Problem. Nur mit neuer Box ging es nicht. So kriegt man das dann. Heute ist wieder Brotbacken angesagt. Wir machen ein Bauernbrot und weil wir doch ein bisschen mehr Leute sind, noch ein größer. Hier ein Zopf dazu. Ist schon cool, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Camp. Der LKW ist soweit bereit. Flüssigkeiten sind nachgefüllt, kontrolliert. War ein kleiner Aufwand. Einmal drücken und dann. Also als erstes wird jetzt da die Lasche wieder sauber angeschweißt.
Jetzt habe ich jetzt mal hier stehen, versuche zu So Flex. Ja, da. Wir machen schnell Also da sieht man, da fällt ein großes Stück und das müssen wir nachher irgendwie wieder sauber machen, dass wir wenn näher ranschauen. Aha. Dann machen wir dann ein Stück Blech drüber. Dann sollte es wieder halten. A jack that long. Oh, gives a good Es ist jetzt 3:30. Alles einiges aufwendiger, weil alles schief ist, die Axt ist falsch positioniert. Und das Ziel ist ja, um 5 in einer Werkstatt zu sein. Und sie haben eine Stunde dahin. Und heute ist Freitag, ist alles geschlossen, die machen extra auf für ihn. Also es wäre wichtig, dass er den Termin wahrnehmen kann. Noch eine halbe Stunde? Vermutlich nicht. Reicht nicht. Beim vorderen Differential hat es noch ein Loch. Das hat es von innen etwas rausgeschlagen. Haben wir aber noch nicht geöffnet. Oder hat er noch nicht geöffnet. Das wäre dann die Idee, das in der Werkstatt zu machen. Wenn wir es da aufgucken und dann da vorne. Hoppa! Okay. Good. Hoppa. That's better. It's better? Yeah. All right. Cobra. Bei KTM sind die Bikes bereits zurück. Werden jetzt gründlich gewaschen, damit dann sauber gearbeitet werden kann. Es ist mittlerweile 5:30. Die Arbeiten sind noch im Gange, aber sind alle positiv gestimmt, dass man da eine gute Reparatur hinkriegt. Den Bolzen, den langen, den ihr da gesehen habt, der Steve da provisorisch verwendet hat, den kriegen wir jetzt nicht mehr raus, der hält so gut. Weil heute ja so viel am Auto von Steve geschraubt wurde, würde ich sagen, ist die heutige Nummer die 742 für die Verlosung der Caps, der signierten Caps. Dieser Classic Iveco Lastwagen gefällt mir auch sehr. Habe ich sonst, glaube ich, noch nie gesehen, würde ich sagen. Vielleicht kennt ihr ihn. Also das Modell meine ich. Ist im Vergleich zu den anderen LKWs eher kleiner, aber das tut nichts zur Sache. Mir gefällt er sehr. Und die haben dazu auch einen passenden Service-LKW.
Natürlich auch sehr cool. Oh, da hat es überschlagen. You have big damage? Big damage? See damage. Okay. The engineer is broken. Oh, Yeah. so it's over. I don't know. In this moment, the engineers arrive. Oh, okay. Arrive. So In this moment, finger crossed. Going crossed. Von den schnellen Autos ist noch niemand da, alle Camps sind vorbereitet oder alle Teams haben vorbereitet und die werden so nachts um 12 Uhr werden die erwartet, die ersten. Morgen beim Rest Day ist ein Name für einen Tag, der vermutlich für viele gar nicht so entspannt ist. Die Mechaniker haben zu tun, die meisten, da wird viel getauscht, auch prophylaktisch. Und die Fahrer, zumindest die Topfahrer, haben Medientermine, Sponsorentermine, also da läuft sehr viel. Und generell im Camp hat es dann sehr, sehr viele Leute, also viel mehr als es sonst hat. Hier ein Absetzcontainer, vermutlich Side by Side oder Auto, weiß gar nicht. Schöne Werkstatt, Luftkompressor. Genügend Verstaumöglichkeiten für Kisten, angenehmes Licht zum Arbeiten und man muss nicht immer hoch und runter, das ist der Vorteil von diesem Absetzcontainer. Ich kann es euch leider nicht näher zeigen, ich weiß nicht, ob der Zoom reicht, aber hier beim KTM-Zelt seht ihr wieder, das Motorrad komplett auseinandergenommen ist und vermutlich revidiert wird bis auf das letzte Detail. Obschon eigentlich nicht viel los ist im Camp, weil viele Autos noch nicht da sind, ist es trotzdem eine sehr coole Stimmung. Alle haben ein bisschen mehr Zeit, auch Leute, die wir kennen, die sonst eigentlich keine Zeit haben, weil sie immer am Schrauben sind. Haben jetzt Zeit und das genießen wir sehr. Heute war dennoch ein sehr intensiver Tag für Matze und Rudi. Die haben da am Toyota von Steve sehr lange gearbeitet und das sieht jetzt sehr gut aus. Er kann morgen in die Werkstatt fahren und dann geht die Reparatur weiter. Heute wäre die Werkstatt sowieso geschlossen gewesen, weil heute da am Freitag niemand arbeitet. Mit diesen Bildern beenden wir das Video von heute. Wir genießen jetzt noch die Stimmung hier und morgen geht es dann weiter, Ruhetag, versuchen da verschiedene Impressionen für euch einzufangen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Gerne liked dieses Video, schreibt einen Kommentar und wenn noch nicht, abonniert unseren Kanal. Besten Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen.